Moin Moin aus dem Miniatur-Wunderland. Heute wollen wir euch mal mitnehmen auf die Reise, was passiert eigentlich, wenn das Wunderland ein bisschen Zeit hat, oder wir Wunderländer, sag ich mal. Es gibt diverse Projekte, die in den Schubladen liegen, die wir immer nicht machen können, weil wir keine Zeit haben, weil wir an irgendwelchen neuen Anlagenabschnitten arbeiten. Aber jetzt haben wir mal ein bisschen Zeit, weil wir einen kleinen Zeitpuffer haben, wo wir auf die neuen Anlagenabschnitte warten. Hier neben mir zum Beispiel entsteht gerade die Fischauktionshalle. Das Gebäude haben wir unten schon gebaut. Die Fläche wird irgendwann getauscht. Das heißt, hier ist auch das Wasser ordentlich rausgerissen worden. Wie das Wasser rausgerissen wird oder ersetzt wird, das könnt ihr dann beim Schuh sehen, weil der zeigt das wunderbar in Monaco. Aber auch andere Themen haben wir noch, tagesaktuelle Sachen zum Beispiel. Arne seht ihr, wie wir Flugzeuge reparieren. Mechaniken werden neu gemacht, ganz aktuell. Gerade sind Damian und Manu dabei, in Italien das Marmorwerk rauszunehmen, weil die Mechanik ist einfach in die Jahre gekommen, wird ersetzt. Auch da haben wir uns verbessert. Ganz spannende Geschichte und generell wollen wir das nicht alles in eine Folge packen. Nein, wir machen das natürlich ganz spannend und ihr könnt uns immer wieder in kleineren Folgen beobachten, wie wir das alles reparieren. Und ja, seid gespannt, kommt einfach mit. Die Beluga ist leider rausgeflogen, darf also nicht mehr mit starten. Ich habe hier gerade mal die Fehlerliste aufgerufen. Fehler sind Entgleisungsfehler, also ich vermute irgendwo vorne an einem Schleifer, am Magneten ist irgendwas dran. Ich würde sie mir einfach mal schnappen, mit in die Werkstatt nehmen und dann mal reparieren, damit sie dann nachher gleich wieder mitspielen darf. Also die Fehlerbeschreibung war ja entgleist. Jetzt gucke ich mir gerade das Ding an, das ist der Schleifer. Der sieht nicht ganz gerade aus, dementsprechend kann es gut sein, dass der einfach eine andere Spur nimmt, als die Anlage glaubt, dass er nehmen soll. Und dann der Schleifer ist wieder gerade, Räder wieder dran und sauber. Jetzt fahre ich ein bisschen im Kreis, um zu testen, ob er vernünftig funktioniert. Das sieht soweit ganz gut aus. Den nehme ich wieder mit hoch. Dann werde ich oben noch mal gucken, ob es funktioniert. Aber ich bin da guter Dinge, dass das klappt. Zwischendurch, neben der Beluga, ist noch aufgefallen, dass die KLM kaputt gegangen ist. Das habe ich vorhin schon mal aufgeschraubt. Da gibt es nämlich Probleme mit dem Motor. Und zwar wollte der einfach nicht mehr drehen. Also habe ich ihn auseinandergenommen, habe komplett es weggebaut und habe einmal den neuen Motor eingebaut. Muss das aber noch zusammenstecken, dass der Motor hier durchkommt in diese Halterung. Dann eine Schnecke oben drauf, dann einbauen, zusammenstecken. Dann sollte er wieder mitspielen können. Jetzt will ich den Motor einmal drehen, das kann ich mit meinem Schraubstock machen, weil dieses Stückchen Welle, was hier zu viel ist, muss natürlich ab. Und damit das eben nicht verbiegt oder ich zu wenig oder zu viel abschneide, drehe ich ihn mir einmal um. Jetzt muss ich einmal gucken, das ist das ganz Wichtigste, dass diese Welle mittig durch das Gehäuse durchgeht, sonst schleift die nämlich und würde dann nicht mehr lenken können, aber das funktioniert. Die bunten hier sind nur meine Testkabel, die müssen da also einmal ab. Das ist die Leitung aus dem Flugzeug selber. Jetzt habe ich hier so eine ganz, ganz kleine Schraube, mit der schraube ich das da fest. Kontrolliere noch einmal, ob ich den Bugrad-Schaft gerade eingebaut habe, aber das sieht gut aus. Ja, hallo zusammen. Wir sind hier quasi in Monaco, eigentlich aber auch in Italien. Wir sind genau am Übergang. Und es ist so, dass wir in der Altanlage schon mal Wasser gegossen haben, aber das würde jetzt mit dem neuen Wasser in Monaco gar nicht zusammenpassen, alleine farblich so gar nicht. Und deswegen bin ich jetzt dabei und versuche, dieses alte Wasser rauszukloppen. Wir haben es noch nie gemacht. Drückt mir die Daumen, dass es hier nicht gleich in 1000 Teile zersplittert, denn ansonsten habe ich ein Riesenproblem.
aneinander fällt, lauft ab. Doch noch gut. Wer nicht genau weiß, wie unser Wasser funktioniert, ist das relativ simpel erklärt. Das ist Epoxy, normalerweise aus 2 Komponenten. Das schütten wir zusammen, gießen es in die Anlage und lassen es dann langsam aushärten. Wir gehen einmal noch mit dem Heißluftföhn durch, die kleinen Bläschen rauszuholen, um einen perfekten Glanzgrad zu haben. Dann warten wir viele, viele Stunden, so ungefähr 6 bis 8, weil wir dann einen Punkt haben, wo wir Wellen reinstempeln können und die dann drinnen bleiben. Und nach weiteren 12 Stunden ist es komplett ausgehärtet. Und das macht mir eigentlich die Sorgen, dass es, wenn ich es raushole, in 1000 Teile zersplittert. Deswegen bin ich gerade mega happy, dass ich so ein großes Stück rausbekommen habe. Und ich mache einfach weiter. Also muss man nur aufpassen, dass ich nicht gleich drüben in Rom angekommen bin. Wuhu. Guck mal, wie gelassen sie da noch drinnen liegt. Ich muss noch die ganze Fläche, die ich jetzt hier habe, spachteln, schleifen und werde dann eine Grundfarbe aufgeben. Und dann gebe ich das Wasser quasi ab, und zwar an Felix seine Hände, denn der ist perfekt, was Färben angeht. Das muss ich leider immer eingestehen. Er kann es super machen mit den Übergängen. Denn Wasserfarbe ist bei uns auch immer ein großes Streitthema. Denn wie sieht es aus? Also wie in Natura etwas dunkler oder ja, ist es Postkartendenken? Also schreibt einfach mal eure Meinung in unsere Kommentare. Wir würden uns riesig freuen und mal gucken, was es am Ende wird oder was die Mehrheit sagt. Ja, das ist die Marmor-Standseilbahn, die ist bei uns in Südtirol. Die war auch schon auf der Anlage drauf. Wir hatten aber folgendes Problem. Ich habe das Original, wird das mit dem Seil gezogen. Das wollte ich auch nachahmen und habe das auch so eingebaut, aber es hat ja, semi-gut funktioniert. Der Wagen ist immer entgleist, was ich nämlich nicht bedacht habe. Als ich das gerade hatte, lief alles wunderbar. Sobald ich in Schräglage war, hat der Wagen an den Seil gezogen und dadurch hat es mich immer aus der Rolle rausgerissen oder das Seil ist selber gerissen. Das hat nie länger als 2 Wochen gehalten und dann kam die Idee jetzt, wo wir ein bisschen Zeit haben, einen Neubau zu starten und das habe ich auch gemacht. Ich habe das jetzt folgendermaßen gelöst. Es läuft jetzt nicht mehr über ein Seil, sondern über einen Zahnriemen. Der ist hier eingelassen in der Platte, läuft seine Bahn. Hier gucken ein paar Stifte raus. Und daran wird der Wagen jetzt befestigt und wird quasi zwangsgeführt. Da, wo die Schiene und der Riemen läuft, läuft auch der Wagen. Also der nächste Schritt wäre jetzt, was wir am Freitag vorhaben, einmal die Position der Endschalter zu setzen. Wenn das in der Anlage ist, wir haben oben nämlich einen Übergang zu der Bahn, unten genau das Gleiche und die Wagen müssen halt in einer bestimmten Position stehen bleiben. Deswegen kommt das morgen einmal oder Freitag einmal in die Anlage rein, werden die Endschalter genau ausgerichtet, dann kommt es wieder raus, geht zu Manu in den Modellbau und ja, dann wird es begrünt. Die Fläche, die ihr vor mir seht, das wird mal der Hamburger Fischmarkt. Und zwar haben wir tatsächlich das Problem, dass bei uns oben in der Altanlage die Hafenbahn dort nicht fährt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen die Hafenbahn neu und dazu bauen wir noch die Fischmarkthalle und natürlich den traditionellen Fischmarkt. Ganz bekannt, wenn man nach einer leicht durchgemachten Nacht auf dem Kiez dort dann morgens landet und verrückte Sachen kauft. Den Ali-Dieter kennt, glaube ich, jeder. Dann gibt es dann noch den tulpenverrückten und blumenverrückten Verkäufer. Aber ich glaube, die ganze Geschichte wird dadurch immens aufgewertet, weil im Moment stehen da oben tatsächlich nur so 2 Lagerhallen. Und das war es eigentlich. Und dann haben wir gesagt, die Fläche hat viel mehr Potenzial. Und haben gesagt, okay, hier einen richtig schönen Fischmarkt mit, keine Ahnung, lass es nachher 1000 Figuren sein oder so. Und das wird die Ecke auf jeden Fall aufwerten. Und um diese Fläche hier dann da oben neu einzubauen, müssen wir natürlich die alte Fläche zurückbauen. Und dann haben wir gesagt, okay, davor ist auch noch das Wasser so dunkelbraun, ist so richtig brackig. Ja, die Elbe ist natürlich nicht das sauberste Wasser, aber haben wir gedacht, okay, dann wollen wir die Wasserfläche davor, inklusive der Schiffe und so, wollen wir dann auch noch gleich alles neu machen. Und da werde ich mich die Tage jetzt mal rantasten, um zu gucken, ob ich die alte Wasserfläche rausbrechen kann. Ansonsten müssen wir den Tisch wegreißen und einen komplett neuen Tisch bauen. Das versuche ich zu vermeiden.
Wir hoffen, euch hat das Format gefallen. In der nächsten Folge könnt ihr Theresa sehen, wie sie die kleinen Muppets baut in der 1:87. Außerdem könnt ihr sehen, wie Manu das Marmorwerk begrünt, sowohl bei sich als auch in der Anlage. Deshalb kann ich euch nur noch sagen, nachdem ich die frische Auktionshalle hier hingesetzt habe, das wird in den nächsten Folgen erst kommen. Bleibt gesund und ganz wichtig, weg von der Glotze, ab in den Garten.